Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es um einen Polo 9N und den hatte ich schon mal hier, weil die Bremse gequietscht hat. Ja, okay. Erste Mal, denke ich mir, kann man ja immer mal alles sauber machen, aber eigentlich ist es so, dass das Quietschen nicht wirklich wegging. Ne? Es war einfach immer irgendwie zwischendurch wieder da, ja, dann war es mal wieder weg, dann ist es mal wieder da und eigenartigerweise, je vernünftiger man fährt, je lauter wird das. Ja, also wenn du jetzt wahrscheinlich eher so eine binäre Fahrweise an den Tag legst, dann ist es so, dass die Bremse nicht quietscht. Ja, und Bremsen quietschen kann natürlich mal mehrere Ursachen haben. Also in der Regel kann man natürlich sagen, Ranz gekauft. Okay, billige Bremsklötze. Aber das muss nicht sein und ich dachte mir, wir gehen heute ganz einfach mal ein paar Sachen durch, die vielleicht passiert sein können oder die auch zusätzlich zu beachten sind. Weil normalerweise schmeißt du jetzt Bremsklötze raus und Bremsklötze rein, aber wenn du das vielleicht schon mal gemacht hast und derjenige kommt wieder und die Bremse quietscht schon wieder irgendwo, dann kann es ja nur sein, dass irgendwas bei der Montage falsch gelaufen ist oder dass irgendwo was anderes noch schief gelaufen ist. Und das hängt natürlich erstmal so ein bisschen vom Fahrzeug ab. Punkt 1 ist es erstmal, hast du die Bremse, ja, hast du die richtige Seite genommen, also Vorderachse, Hinterachse. Ja, hier bei diesem Polo haben wir jetzt hinten eine Trommelbremse, zeige ich euch gleich. Und vorne haben wir eine Scheibenbremse. Ja, jetzt ist diese Bremse natürlich vorne auch nicht hinten spektakulär, aber hinten haben wir eine Trommelbremse und das Auto hat natürlich auch über 200.000 Kilometer gelaufen. Da kann ja schon mal was dran sein. Es kann aber auch schon gemacht worden sein. Ja, und da gibt es natürlich auch viele Dinge zu beachten. Und du solltest natürlich als erstes erstmal sicher sein, bei Bremsen quietschen habe ich richtig hingehört. Weil manchmal ist das gar nicht so einfach. Ja, ich kann dir nur empfehlen, wenn man ganz minimal, oder du hast ein Bremsenquietschen und es ist ganz minimal, dann zieh mal die Handbremse an und schau mal, ob es weg ist. Also ganz leicht, so ganz eben. Ja, jetzt nicht voll bis hinten hinziehen, sondern einfach nur so ein ganz bisschen. Und wenn es dann weg ist, kommt das Quietschen in der Regel von hinten. Also da, wo die Handbremse angeschlossen ist. Aber auch da, ne, Bremse haben wir alles ja schon x-mal gehabt. Aber ich dachte, wir gehen heute mal ein paar Dinge durch, weil Bremsenquietschen ist so ein Thema. Ja, hier, den hatten wir schon mal, war eine sehr günstige Bremse drauf, um das jetzt mal so zu formulieren, die jetzt wahrscheinlich nicht so geil ist, aber das ist natürlich auch immer sehr schnell auf irgendwelche Ersatzteile geschoben und es gibt eben noch ein paar andere Sachen und wir fangen jetzt ganz einfach mal im Motorraum an, worauf ihr vielleicht achten solltet, beziehungsweise das ist jetzt so ein bisschen universell gehalten, das heißt, das gilt nicht nur für den Polo und ja, ich zeige euch das Ding jetzt. Also wenn ihr eine Bremse gemacht habt und die quietscht jetzt schon wieder, ne, hier ist der Bremskraftverstärker und hier drunter ist der Hauptbremszylinder. Hier solltet ihr erstmal generell gucken, ob hier irgendwo was undicht ist. Bei vielen Fahrzeugen ist weiterhin der Hauptbremszylinder und der Bremskraftverstärker, aber meistens der Bremskraftverstärker im Wasserkasten. Ja, und da sammelt sich natürlich auch jede Menge Brüt an. Das heißt, wenn ihr euren Bremskraftverstärker im Wasserkasten habt, schaut nach, ob ihr natürlich auch, wie jetzt hier, überall das Laub entfernt habt. Denn manchmal sind die Abläufe zu und dann steht er unter Wasser, kann nicht richtig arbeiten und dann funktioniert natürlich auch die Bremse sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung nicht. Ja, auch das ist hier, ne, das sieht alles ganz gut aus. Hier läuft jetzt nichts daneben, man sieht jetzt hier also keine Spuren und von Bremsbetätigung war das jetzt auch in Ordnung. Der nächste Punkt, ihr habt zum Beispiel hier das ABS-Modul. Und bei vielen Fahrzeugen gibt es auch da Fehlfunktionen, die nicht im Fehlerspeicher hinterlegt sind. Also es kann durchaus sein, dass der Fehler immer wieder kommt, Bremse quietscht, aber dieses Ding kaputt ist. Ja, also hier diesen schönen ABS-Block. Das kommt schon mal vor, wenn das Ding Fehlfunktion hat, es steuert ja eure Bremse und ja, wenn das in irgendeiner Art und Weise nicht mehr richtig funktioniert, dann löst es die Bremse natürlich auch nicht richtig. Was auch immer ganz wichtig ist, ihr habt zum Beispiel hier die Zuleitung zum Bremskraftverstärker. Ja, da solltet ihr auch immer mal gucken, ist das in Ordnung, ist das vielleicht gerissen, ist das aus irgendwelchen Gründen kaputt, da ist auch normalerweise noch ein Rückschlagventil drin und. Also das ist nicht gut, wenn dieser Schlauch entsprechend undicht ist. Ihr zieht nämlich Falschluft und habt natürlich dann auch keine entsprechende Bremsleistung mehr, beziehungsweise habt Fehlfunktion in der Bremse. Jetzt sind wir hier am Bremspedal. Lässt sich das Bremspedal anständig treten, beziehungsweise geht das Bremspedal auch wieder anständig zurück. Wenn da schon was ist oder wenn ihr tretet und es hakt so ein bisschen, kann das natürlich auch
zur Folge haben, dass irgendwas im Bremskraftverstärker nicht in Ordnung ist oder zum Beispiel euer Bremssattel praktisch der Kolben da drin hakt. Ne? Also wenn ihr so ein komisches Gefühl habt, dass das nicht gleichmäßig ist, kann das auch ein Indiz sein, dass es nicht die Bremsklötze sind, sondern dass das natürlich durch die neuen Bremsklötze kurzfristig weg ist, aber dann wiederkommt. Ne? Hier ist es auch einwandfrei in Ordnung, lässt sich vernünftig treten, wunderbar. Gut, jetzt haben wir natürlich schon lokalisiert, dass das Bremsquietschen von vorne ist, aber der Vollständigkeit halber solltet ihr natürlich auch hier schauen. Ja, hört mal, ja, wie das am Knatschen ist. Also da könnte auch ein Handbremsseil fest sein. Und wenn die Bremse dann quietscht, kommt es natürlich von hinten. Aber wir müssen also auch wirklich sicher sein, dass die Bremse auch vorne quietscht. Aber wenn ihr sowas habt zum Beispiel, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass da bald auch eine Reparatur fällig ist, beziehungsweise die Handbremsseile dann irgendwann fest werden und die Bremse sich nicht mehr richtig löst. Schauen wir mal hier, die Handbremse ist los. Ja, die Räder drehen frei. Ja, aber auch da, ne, wenn die Bremse jetzt nicht richtig löst, würden jetzt die Backenbelege in der Trommel permanent schleifen. Und das kann natürlich auch ein Quietschen verursachen. Es kann natürlich auch sein, dass nach 200.000 Kilometern die Belege natürlich auch fertig sind. Schauen wir mal. Ja, das ist auch in Ordnung. Das lässt sich auch einwandfrei drehen. Ich habe jetzt einfach mal die Handbremse um 2 Zähne angezogen, um einfach mal zu simulieren, was jetzt passiert. Und jetzt werdet ihr feststellen, dass sich das Rad nicht mehr wirklich gut drehen lässt. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn die Bremse sich nicht zurückstellt, beziehungsweise die Handbremsseile fest sind, dann kann es durchaus sein, dass sich euer Rad entsprechend schwer drehen lässt. Gut, jetzt hier seht ihr, hier ist das Rad sogar etwas loser. Das heißt, die Handbremse wird auf jeden Fall schon mal ungleich sein. Und wenn ihr so ein Schleifen hört, ihr merkt auch, dass das Rad ja, unterschiedlich schwer zu drehen ist. Jetzt geht es schwer, jetzt geht es wieder leicht. Seht ihr das? Also da wird bestimmt auch irgendwann mal eine Bremse fällig sein. Ihr müsst natürlich genau hinhören. Und das weiß ich, das ist manchmal nicht so einfach. Hier bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das Ganze von vorne kam. Aber ihr merkt jetzt, ne? Handbremsseile, Bremsbacken, und das sehe ich auch sehr häufig, es werden einzelne Bremsbacken neu gemacht, ohne Radbremszylinder, und manchmal wird auch die Verstellung alt gelassen. Das ist alles gammelig, und wenn ihr solche Sachen macht, würde ich euch immer echt empfehlen, da wirklich alles neu zu machen, weil ich sag's mal so, eine Bremstrommel, ja, die sind jetzt auch nicht mehr so teuer, aber wenn die eingelaufen sind, dann ist das ungefähr genau das gleiche, als wenn eine Bremsscheibe einläuft. Ja? Also die Belege sind abgenutzt, hat wahrscheinlich schon bis auf die Nieten alles runtergerasselt. Da kannst du die Bremstrommel nicht mehr lassen und musst die auch entsprechend neu nehmen. Ja, also das wird sicherlich auch sehr häufig falsch gemacht, und dann wird manchmal sogar auch an den Bremstrommeln gespart. Oder, was ich auch schon mal hatte, dass wenn du ganz günstige Bremsbacken nimmst, ja, ganz günstige, dann haben die manchmal einen echt beschissenen Reibwert, und dadurch bremsen die einfach nicht so gut, wie es vielleicht Markenprodukte tun. Ja, ich sage jetzt ganz einfach mal, du stellst dein Auto am Hang ab und du hast früher immer mit der gleichen Kraft die Handbremse festgezogen und dein Auto hielt. Und es gibt einfach auch Bremsbacken, da müsst ihr jetzt einfach immer ein bisschen fester ziehen, weil euer Auto sonst wegrollt. Ja, das hat was damit zu tun, dass hin und wieder ganz einfach auch Bremsbacken gibt, die von ihrer Qualität einfach schlecht sind, oder dass eben die Bremstrommel so dermaßen ausgenudelt ist, dass natürlich der Belag sich erstmal in diese krumm und schiefe Bremstrommel anpassen muss, was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Ja? Oder Radbremszylinder, ein Kolben hängt fest, der ist zwar dicht, aber er hängt fest. Das sind auch alles Dinge, habt ihr schon x-mal in meinen Videos gesehen. Achtet darauf, dass also, wenn ihr jetzt praktisch einmal eine Bremse macht, jetzt hinten in dem Fall, dann auch entsprechend die Dinge alle neu macht. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter, ob noch irgendwo was ein Bremsenquietschen verursachen kann. Gut, der Vollständigkeit halber hier zum Beispiel, hier sind so die Handbremsseile eingehakt, und das sind oftmals Dinge, die wirklich schnell kaputt gehen. Und ihr seht auch hier, dass hier alles nass ist. Das heißt, wenn diese Ummantelung kaputt ist, läuft natürlich auch das Wasser entsprechend rein.
und dann wird sowas rucki-zucki gammelig. Ne? Also so alt sehen die Handbremsseile jetzt noch gar nicht aus, obwohl da noch ein Originales drin ist. Also hier, das sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber das sind alles so Dinge. Oder hier, ne, ihr seht, wie das in was für einer Rundung das läuft, und sowas gibt natürlich irgendwann mal nach, und wenn diese Ummantelung kaputt ist, kann die Bremse sich nicht richtig zurückstellen und die ganze Sache fängt dann an zu quietschen. Beziehungsweise bei Fahrzeugen, habt ihr vielleicht mal bei meinem anderen Video gesehen, ist es dann so, dass der Bremseal dann nicht mehr zurückging und dann letztendlich die Problematik war, dass das Rad sich nicht mehr drehen lassen konnte, weil die komplette Verstellung festgegammelt ist. Ne? Hier haben wir jetzt die Trommel und ihr seht, Radbremszylinder, das ist jetzt Wasser, aber trotzdem, wenn ihr jetzt an die Bremse müsstet, schmeißt den ganzen Samon komplett raus. Also, es sind schon ein paar Gründe mehr, ne, warum praktisch eine Bremse quietschen kann. Aber es geht noch weiter. Es gibt zum Beispiel auch so eine Problematik wie aufgequollene Bremsschläuche. Das heißt, ja, die Bremsschläuche sind ja zwar von außen recht dick, aber von innen, ja, sind die gar nicht so dick. Das ist ganz wenig Bremsflüssigkeit. Ja, der Innendurchmesser, der ist recht gering. Und wenn da natürlich irgendwo was aufgequollen ist, dann kann es sogar durchaus sein, dass die Bremse nicht richtig löst. Das heißt, sie kann den Druck nicht abbauen. Denn nach der Bremsbetätigung ist es ja so, dass die Bremsklötze so ein bisschen von der Scheibe weggehen. Das setzt aber voraus, dass natürlich dass die Zuleitung auf jeden Fall einwandfrei funktioniert. Und das ist das, was wir uns jetzt angucken. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ihr seht hier, ne, hier geht der Bremsschlauch entlang und manchmal sieht man das von außen gar nicht, sondern es ist eher aufgequollen nach innen. Ja, und das kann natürlich zur Folge haben, dass wenn ihr auf die Bremse tretet, der muss sich ja Druck ja auch abbauen. Die Bremsklötze müssen ja nach der Betätigung der Bremse sich ein bisschen von der Bremsscheibe lösen können. Wenn die Schläuche allerdings hier vielleicht aufgequollen sind von innen, dann geht das nicht so ohne weiteres. Fakt ist dann, dass die Bremsklötze dann theoretisch hängen bleiben. Ja, ihr seht jetzt hier sind noch die Reste der Kupferpaste und die Bremsbelagstärke, ja, ist mehr als gut. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, von der Belagstärke her brauchen wir Dinger nicht ersetzen. Hier sind auch die Bremsscheiben, die lasse ich jetzt in dem Fall. Ja, die sind jetzt also, ja, die sind noch nicht wirklich abgenutzt. Aber das sind alles so Punkte, wie jetzt zum Beispiel hier ist Gammel, ne? Also in den Führungen fest. Ihr kennt das ja mittlerweile, auch hier in den Führungen fest. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Trotzdem müssen wir gleich mal eben schauen, ob wirklich auch der Kolben sich zurückdrücken lässt. Ja, hakt das da? Ist die Manschette kaputt? Ja, was natürlich auch manchmal ein Problem ist lange Standzeit. Ja, als Beispiel, ein Auto steht mehrere Wochen. Dann wird es kurzfristig betätigt. Ja, nehmen wir eine Fahrt ein paar Kilometer und dann steht es wieder. Letztendlich entsteht ja auf der Bremsscheibe Rost. Und dieser Rost muss als erstes weggebremst werden. Dieser Rost verfängt sich aber auch in den Bremsklötzen. Ja? Der geht nicht so unbedingt so weg, ja? Sondern der wird förmlich in den Bremsbelag reingedrückt. Und dann stellt er das Auto wieder ab. Ja? Und dann rostet die Bremsscheibe wieder. Und dann wird der Rost wieder in den Bremsbelag gefangen, irgendwo aufgenommen. Also das sind auch alles so Dinge, die irgendwann mal dazu beitragen können, dass so viel Rost auf der Bremsscheibe ist, dass die Belagzusammensetzung sich praktisch verändert, beziehungsweise an der Stelle verändert, wo sie wirklich die Bremsscheibe berührt. Und dann fängt es auch an zu quietschen. Das ist also auch eine Möglichkeit, die nichts unbedingt mit der Produktqualität zu tun hat, sondern eher eine Sache, ja, des Fahrprofils. Ja, und dann haben wir noch eine Sache, die man sehr häufig sieht. Wir werden ja die Auflageflächen gleich schön sauber machen und wir werden die Sachen auch schön einfetten. Und dann in der Regel ist das auch in Ordnung. Das große Problem ist, dass viele Leute natürlich sehr häufig Felgenreiniger benutzen. Ja? Und dann wird die Felge High Capello wird dann eingesprüht, ja? Und das geht natürlich dann auf die Bremse. Jetzt kann da nichts passieren, nur weil da Felgenreiniger drauf ist. Das große Problem ist dann, wenn ihr anfangt, da ein volles Rohr- und Dampfstrahler drauf zu halten, weil dann schießt ihr natürlich auch das ganze Fett, was an den Auflageflächen ist, wieder weg. Hier zum Beispiel bei den Felgen, ja, die sind ziemlich offen, die Felgen. Und wenn du jetzt hier mit Felgenreiniger arbeitest, dann kriegen diese Stellen auch alle den Reiniger ab. Ja, was jetzt nicht schlimm ist, für die Bremse macht das nichts. Das Problem ist immer dann, dass man ja den Felgenreiniger irgendwann entfernen muss und da wird ein Dampfstrahler genommen. Und wenn du volles Rohr da drauf hältst, dann wird das Fett an diesen Anlageflächen ja natürlich wieder wegfliegen. Ja, das heißt, ja, ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um das Thema Dampfstrahler geht.
Ja, natürlich gibt es da auch noch zwei andere Sachen, nämlich einmal eine Überhitzung, ja, oder eine Überbeanspruchung der Bremsanlage. Die Bremse wird immer bremsen, irgendwie, egal wie ausgeglast die Bremsklötze sind. Das Problem ist, dass die sich natürlich von der Oberflächenzusammensetzung her ändern und dann nur noch am Quietschen oder laute Bremsgeräusche dann vorhanden sind. Ja, das Ganze ist dann irgendwann auch kein Komfortproblem mehr, weil du deine Bremswerte nicht erreichst. Ich sag's mal so, wenn eure Bremse schon recht alt ist, in dem Fall ist sie jetzt hier, ja, vielleicht 1,5 Jahre oder so drin. Die ist noch nicht lange drin, also da ist eher das Problem, dass es dir wahrscheinlich um schlechte Teilequalität handelt oder eben eins der anderen Probleme ist, was ich gerade aufgezählt habe. Aber wenn ihr zum Beispiel mit mega alten Bremsklötzen durch die Gegend fahrt, dann macht es in der Regel keinen Sinn, die nochmal auszubauen, zu rein und wieder reinzusetzen. Ja, ich sag mal so nach 5, 6 Jahren, ja, ihr müsst euch überlegen, warm, kalt, also Sommer, Winter, Vollbremsung, langsam fahren, lange Standzeiten. Ja, das sind alles Dinge, die natürlich auch immer eine Temperaturschwankung zur Folge haben und unterm Strich ist dann auch sowas irgendwann mal ausgelutscht. Das muss man an der Stelle sagen. Und dann ist es natürlich so, dann sollte man das ersetzen. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für die Bremsscheiben. Überbeanspruchung ist klar, wenn ihr, ich sag mal, das Ding hat jetzt hier 64 PS, da musst du schon lange am Gas hängen, bis du deine Bremse überlastet. Aber es gibt ja so Autos oder einen Fahrstil, der sehr binär ist, entweder Vollgas oder Bremse. Und da wird die Bremse natürlich exorbitant warm. Und immer wenn ihr Temperaturschwankungen habt, ja, ich sag mal warm, kalt, dann habt ihr auch immer einen Alterungsprozess dahinter. Und je mehr das natürlich warm wird und je mehr das natürlich kalt wird, je schneller geht dieser Alterungsprozess und dann fangen die Dinger natürlich auch irgendwann an zu quietschen. Ja, wir werden jetzt gleich noch mal schauen, ob irgendwas auffällig ist an der Bremse, ne? Verdrehte Bremsschläuche, irgendetwas festgegammelt ist. Wenn wir jetzt mal gucken. Die Teile für dieses Video habe ich übrigens bei Autohupe bestellt. Wisst ihr mittlerweile, autohupe.com, einfach in euren Browser eingeben, Schlüsselnummern rein, Teile aussuchen und dann direkt auschecken, Viva PayPal oder ein Kundenkonto anlegen. Ja, ihr habt die gängigsten Versanddienstleister, ihr habt eine gute Produktauswahl, Versandkosten sind very nice. Einfach mal ausprobieren, was soll schon schief gehen. Und was natürlich auch ein Punkt ist, kann natürlich immer das Thema Falschmontage sein. Und ich weiß, dass da natürlich auch immer sehr viele Leute ja, eine unterschiedliche Auffassung haben, wie man Bremsen zusammen montiert. Ja, da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Aber das, was vielleicht ganz wichtig ist, das zeige ich euch jetzt hier mal. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Standard-Bremsklotzsatz, ja, also nichts jetzt Spektakuläres. Ich zeige euch jetzt mal eben den Inhalt. Und es gibt Bremsklötze, da müsst ihr eben aufpassen. Machen wir mal eben hier raus. Die sind nicht alle gleich, um das mal so zu formulieren. Und da gibt es eben auch ein paar Dinge, die man da beachten muss. Beispiel, kommt schon her. So, das zufolge, so zeige ich euch, dauert noch. Bei diesen zum Beispiel ist es so, dass die Klammern hier unterschiedlich sind. Ja, man kann die mit viel Fantasie auch verkehrt rum montieren. Ja, oder man denkt sich, ups, was ist das denn hier? Ein bisschen unterschiedliche Klammern. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, aber ihr könnt diesen Bremsklotz auch an dieser Stelle montieren. Auf der anderen Seite wird es natürlich ein bisschen tricky, aber ihr habt ja immer 2-2. Ne? Also ein bisschen aufpassen und das, was auch immer zu beachten ist, ob hier hinten nicht ein Pfeil drauf ist, weil der beschreibt in der Regel eine Laufrichtung. Und wenn die gegen die Laufrichtung arbeiten, können die auch quietschen. Ja, in dem Fall steht jetzt hier nichts drauf, in dem Fall sind hier die Klammern dran, Zubehör brauchen wir in dem Fall nicht und wir können uns jetzt der Bremse widmen. Ihr seht natürlich, wie jetzt hier der Belag aussieht, der ist richtig rau. Da kommen wir natürlich auch zum Thema Einfahrprozedur. Es gibt für Sportbremsen sicherlich irgendwo eine gewisse Einfahrprozedur. Ich empfehle den Leuten hier immer die ersten 50 Kilometer anständig zu fahren, damit sich die Belege natürlich an der Scheibe anpassen können, damit sich das alles setzt, aber du hast immer volle Bremsleistung. Ja? Auch da ist es so, dass ihr da euch keinen Kopf machen müsst und ich sag mal, selbst wenn ihr dann voll in die Bremse steigt, dann müsst ihr eben voll in die Bremse steigen, dann ist das eben so. Es geht eigentlich eher darum, dass du nicht gleich über die Autobahn jagst, deiner binären Fahrweise wieder nachgehst und die Bremsklötze haben sich theoretisch noch nicht an die Scheibe entsprechend angepasst. Deswegen macht die schlau, ob es vielleicht für deine Bremse eine gewisse Einbremsprozedur gibt. Das gibt es bei vielen Modellen.
Hier ist es jetzt so, ist ein Standard-Polo, Standardbremse. Das heißt, da gibt es das eigentlich nicht, sondern es geht eher darum, die ersten 50 Kilometer vernünftig zu fahren. Rest erledigt sich dann irgendwo von ganz alleine. So, jetzt hört mal hier. Ja, und das ist nicht das Gewinde, sondern das ist die Schraube, die sich in dieser Hülse entsprechend dreht. Und da kann man natürlich auch nicht von Leichtgängigkeit sprechen. Man sieht also, wie fest das wieder ist. Mal gucken. Ja, das ist wunderbar. Hört ihr? Da hört ihr nämlich nichts. Und wenn ihr jetzt hier mal... Ja, das sind alles so Sachen, die nicht gerade förderlich sind. Nehmen wir die Bremse mal auseinander. Auf dieser Seite. Drüben habe ich schon so weit. Was auch immer ganz wichtig ist, ist nicht vielleicht der Bremssattel entsprechend verdreht. Als Beispiel, wenn ihr praktisch den Bremssattel einmal verdreht habt oder den Bremsschlauch verdreht angeschraubt habt, habt ihr den gleichen Effekt, wie als wenn der Bremsschlauch von innen aufgequollen wäre. Ja? Ihr schnürt den praktisch zu. Jetzt könnt ihr natürlich mit dem Bremspedal natürlich so viel Druck ausüben, dass die Bremse bremst. Aber sie löst eben nicht richtig. Ja? Also deswegen immer mal schauen, ob die Bremsschläuche auch richtig verlegt sind, so wie hier. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, jetzt machen wir mal eben hier hinten die Abdeckkappen ab, zeige ich euch und dann geht's los. Ja, ihr seht, das Ding ist auch ab. Das Kabel wurde hier überbrückt, das macht aber nichts. Theoretisch ja, ist jetzt die Verschleißanzeige außer Funktion gesetzt. Da passiert also jetzt nichts Großartiges mit. Und ganz ehrlich, bis die Bremsklötze jetzt wirklich abgefahren wären, wird das wahrscheinlich das Auto gar nicht mehr überleben irgendwie. Keine Ahnung. Also so viel, so lange hält das Ding dann auch nicht mehr. Beziehungsweise wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier natürlich die Kappe ab. Drüben habe ich das jetzt alles schon mal gemacht. So, 7er Imbusnuss. Und da müssen wir natürlich jetzt auch gucken. Hier auf der Seite geht es. Machen wir natürlich jetzt hier unten noch. Und das geht auch. Die Bremsscheiben lasse ich jetzt in dem Fall, weil die sind jetzt noch gut. Die Bremse pulsiert nicht. Sie sind jetzt nicht eingelaufen. Es geht also wirklich darum, dass die Bremse quietscht. Und ja, das können auch die Bremsscheiben sein, wie gesagt, wenn sie einen Schlag haben oder so. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. So, ihr seht auch, wie gesagt, dass hier die Bremsschläuche entsprechend richtig verlegt wurden. So, was machen wir jetzt mal? Das geht raus und das geht raus. Und ihr seht eben, wie viel Fleisch da noch drauf ist. Das machen wir jetzt auch noch mal eben hier. Drücken die schon mal ganz zurück. Viel ist da auch nicht mehr. So. Das Ding kann ab. Und das Ding kann auch raus. So, das können wir jetzt hier durchkneifen. Und mal gucken, wie die aussehen. Ja, alles ein bisschen glatt. So. Aber dass man jetzt sagt, die sind verglast, kann man eigentlich nicht so sagen. Aber die Kabelverbindung ist kaputt. Und jetzt geht es natürlich los. Entsprechend hier sauber machen, das kennt ihr ja mittlerweile. Und hier braucht ihr keine Angst haben, da passiert nicht viel. Ihr könnt ihn auch hochlegen. Wichtig ist, dass der Ganze nicht verknickt ist hier. Aber die kann man ruhig am Sattel hängen lassen bei den kleinen Dingern. Da passiert nichts mit. Wenn ihr natürlich so eine 8-Kolben-Bremse habt vorne oder 4 Kolben oder wie viel auch immer, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber das halten die Bremsschläuche schon aus. So, das mache ich jetzt sauber. Das sieht doch auch wieder ganz gut aus. So, jetzt müssen wir noch reingucken, ob hier irgendwie was kaputt ist. Da macht es auch manchmal Sinn, wirklich genau zu schauen, ob hier irgendwo die Manschette zum Beispiel rostig ist. Das kann ein Indiz sein, dass der Kolben nämlich rostig ist. Und wenn der dann nämlich ruckweise rausgeht, geht er ja auch ruckweise zurück. Ja, weil
der Rost, der dann da drauf ist, praktisch eine Anhöhung bildet und dann hakt der Kolben. So, das machen wir jetzt auch. Hier machen wir sauber, zeige ich euch. So, das ist auch wieder richtig sauber und dann machen wir natürlich jetzt hier auch wieder so ein bisschen Lithiumfett dran. Und dann können wir das hier so wieder durchmachen. Das machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch. Da sind ein paar Ablagerungen, aber jetzt nicht der Rede wert. Auch hier schön die Kanten alle wegmachen. Aber das ist so das Typische. So. Auch perfekt. Und machen wir auch hier wieder schön vorne dran, schieben das so rein und dann verteilt sich das natürlich entsprechend gleichmäßig. Okay, das können wir jetzt hier ganz normal mit entsprechender Keramikpaste bearbeiten und dann können wir das wieder so zusammenbauen. Der Bremskolbenseitige kommt als erstes rein. Achtet wie gesagt, ob es ein laufrichtungsgebundener Bremsklotz ist. In dem Fall ist das aber nicht so. Und wir machen jetzt hier zack bumm und wir machen jetzt hier zack bumm, so hier da rein. Ja, hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt Keramikpaste dran machen, weil hier sind solche Anti-Quietsch-Aufkleber drauf und dann können wir das Ganze jetzt wieder so drauf machen. Ihr könnt natürlich jetzt auch einen Fehler machen, indem ihr den Bremssattel einmal verdreht. Ja, also auch immer aufpassen, dass ihr den nicht verdreht montiert. Ja. So, und hier ist eine Nut, die geht hier durch und die muss natürlich entsprechend, so, dich legen wir wieder hier rüber, wieder hier drauf und dann muss das Ganze natürlich auch wieder so da rein. So, das haben wir und das haben wir und dann haben wir das Ganze wieder zusammen. Eins und auch immer darauf achten, dass ihr wirklich die Schrauben alle gerade ansetzt. Denn gerade wenn da schon ein paar Bremsklötze dran gemacht wurden, ja, dann gehen diese Gewinde auch irgendwann mal hops. So, das haben wir auch. In dem Fall mache ich jetzt gleich die Kabelverbindung wieder fest. Nummer 1 und Nummer 2, die beiden Kappen hier wieder drauf. Das Ding mache ich jetzt gleich wieder fest und ihr seht, wie schön sich das jetzt in den Führungen hier bewegt. Ja. Und ihr seht auch, dass die Bremsklötze entsprechend sich hier mitbewegen. So muss das Ganze aussehen. Ja, das, was ihr nicht vergessen dürft, ist natürlich 2-3 Mal auf die Bremse treten, damit die Bremsklötze sich auch später wieder anlegen. Und dann solltet ihr eben schauen, ob es eine gewisse Einfahrprozedur gibt. Also mir ist da jetzt bei so einem Polo oder bei den Standardbremsen nicht wirklich viel bekannt. Und wenn du dann einfach mal vernünftig fährst, ja, vielleicht für 50 oder 100 Kilometer, dass sich wirklich alles setzen kann, ja, dass also auch irgendwo der Bremsbelag sich oder der Bremsklotz sich entsprechend anpassen kann, dann kann da nichts schief gehen. Ja. Ja, wenn man sich die jetzt so anschaut, wie das eben so ist, so richtig dran erkennen kann man in vielen Fällen nichts. Ne? Aber okay, na, ihr habt also gesehen, es kann also auch eine Summe von Kleinigkeiten sein. Hier ein bisschen fest, da ein bisschen vergammelt, da ein bisschen aufgequollen, da vielleicht ein kleines Problem, was natürlich bei alten Fahrzeugen durchaus normal ist, aber die Summe macht es dann noch irgendwann. Ne? Ich denke mir mal, ich hatte die Bremse schon mal auseinander, man hat eben gesehen, dass sie da vorne schon wieder so ein bisschen gequietscht hat, beziehungsweise also in den Führungen gequietscht hat und eine quietschende Bremse, die kann einem schon so richtig auf den Wecker gehen. Ne? Also ich hoffe jetzt mal, jetzt ist gut, wie gesagt, ich hatte sie schon auseinander. Und ja, letztendlich achtet mal auch so ein bisschen darauf, wenn so Auflageflächen gefettet sind, wenn ihr da mit Felgenreiniger rangeht,
wie gesagt, der Felgenreiniger, der hat natürlich auch eine reinigende, aggressive Wirkung irgendwo. Ne? Der greift jetzt zwar den Lack nicht an, aber alles das, was natürlich Bremse ist, da müsst ihr schon ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn das dann alles wirklich mit dem Dampfstrahler weggepowert wird, dann dürft ihr euch natürlich nicht wundern, dass ihr natürlich das ganze Anti-Quietsch irgendwo natürlich auch von den Auflageflächen irgendwo wegballert mit dem Ding. Ne? Also ein bisschen vorsichtig sein, aber unterm Strich, glaube ich, ist es oftmals wirklich alte Bremsklötze, schlechte Qualität von Bremsklötzen oder einfach Bremsklötze, die einfach verglast sind. Ja. Wenig Fahrer ist ja vielleicht auch ein Thema. Ja, die haben dann 10 Jahre alte Bremsklötze da drauf und den gibst du einmal Temperatur bei der Autobahn, dann sind die am Ende, dann sind die nur noch am Quietschen und am Ballern. Okay, schaut auf jeden Fall nochmal bei Autohupe vorbei und letztendlich war es das auch in dem Video. Ich hoffe, wir haben Ruhe und ja, wenn wir keine Ruhe haben, dann machen wir weiter und dann schauen wir mal nach, was dann so Trumpf ist. Ich bin echt gespannt. In diesem Video ist jetzt allerdings Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.